Hi, ich bin Alex Kusch und heute testen wir mal gemeinsam, wie weit so ein LoRa-Netzwerk überhaupt reicht und wo man dann diese Fallen auch tatsächlich noch aufstellen kann. Dafür habe ich jetzt einen gewöhnlichen Koffer von uns dabei und als allererstes, was wir zum Aufbau eines LoRa-Netzwerkes brauchen, ist natürlich ganz klar das LoRa-Gateway. So, das hier ist ein klassisches Dragino-Gateway. Das nutzen wir, um vor Ort beim Kunden ein autarkes System aufzubauen, ja, das dann in sich selber funktioniert und eine höhere Reichweite als ein WLAN-Signal zum Beispiel darstellen kann. Da WLAN auf einer höheren Frequenz sendet und LoRa auf einer niedrigeren, ist es auch tatsächlich einfacher möglich, dass wir durch Brandschutzmauern kommen, dass wir durch dicke Stahlbetonwände kommen und so weiter und so fort. Ja? Darüber hinaus, zu diesem Gateway brauchen wir natürlich auch noch etwas, das die Verbindung ins Internet auch überhaupt schafft. Das heißt, in jedem Gateway ist auch eine SIM-Karte vorhanden, ja. Und das hier ist die Mobilfunkantenne, die stecken wir dann am Ende einfach nur ans Gateway hinten an und positionieren dann diese Antenne auch dort vor Ort, wo der Mobilfunkempfang auch noch herrscht. Sprich, wir können tatsächlich auch das Gateway an einem Ort aufstellen, wo jetzt kein Mobilfunkempfang ist und können dann aufgrund dessen, dass wir hier 1 bis 1,5 Meter Reichweite haben mit unserem Kabel, können wir dann diese Antenne auch nochmal woanders positionieren, wo dann auch Mobilfunkempfang herrscht. Des Weiteren haben wir noch natürlich eine LoRa-Antenne. Das ist die Antenne, die auch hinten angeschraubt wird und dann am Ende des Tages beim Kunden vor Ort das LoRa-Netzwerk an sich aufbaut. Ja, das heißt, diese Antenne, da muss man auch darauf achten, die sollte möglichst immer senkrecht stehen. Ja, nicht irgendwie so, weil man denkt, man möchte in diese Richtung senden oder was auch immer. Das funktioniert nicht gut. Man muss diese Antenne, diese LoRa-Antenne immer senkrecht positionieren. Man kann sie auch wahlweise, wenn es nicht anders möglich ist, nach unten senkrecht positionieren. Das ist kein Problem, aber bitte nicht waagrecht. So. Des Weiteren sollte man hier jetzt auch beachten, dass die Antennen nicht direkt aneinander stehen, sondern man sollte dann im Live-Beispiel beim Kunden zumindest ein paar Zentimeter einfach Abstand zwischen den Antennen lassen, damit sich da nichts gegenseitig behindert, sage ich jetzt mal. Prinzipiell muss man auch darauf achten, dass die LoRa-Antenne hier frei hängt. Das heißt, wenn man jetzt eine externe LoRa-Antenne zum Beispiel benutzt, dann sollte man diese nicht irgendwo an die Wand kleben, weil überall da, wo dann die Wand ist, kommt kein Signal mehr durch. Ja? Man sollte die wirklich ganz freistehend immer positionieren und dann funktioniert auch natürlich das LoRa-Netzwerk in alle Richtungen, dann ist es auch kein Problem, aber nicht direkt an Wände, wie auch immer, nicht direkt an irgendwelche Rohre dran pappen, ja, sondern immer nochmal eine externe Fessel festmachen, wo man dann diese Antenne gut positionieren kann. Des Weiteren haben wir natürlich zu dem Gateway hier noch ein Ladekabel. Das müssen wir auch verbinden und am Ende dann das Gateway einfach nur mit dem Strom verbinden und dann läuft das Ganze. Installiert sich von alleine, sprich das Gateway geht an, braucht dann ungefähr 1 Minute, bis es die Verbindung zum Internet hergestellt hat und dann auch das eigene LoRa-Netzwerk von dort aus ausgehend aufgebaut hat. Ja? Um dann dieses LoRa-Netzwerk im Nachgang zu messen, habe ich jetzt hier noch einen Feldstärkenmesser mit dabei. Dieser Feldstärkenmesser kann das LoRa-Signal interpretieren, was genau das bedeutet, welche Werte was bedeuten, ob man da jetzt eine Falle aufstellen kann oder nicht. Und genau das werden wir heute auch genau in diesem Video herausfinden gemeinsam. Des Weiteren, um das Ganze auch zu beweisen, dass es nicht nur mit dem Feldstärkenmessgerät funktioniert, sondern natürlich auch mit unseren Fallen an der Stelle, werden wir dann eine TrapLink LoRa-Falle hier in diesem Bürogebäude installieren. Und werden dann immer von einem Fallenstandort zum nächsten gehen und gucken, ob da die Verbindung auch noch steht. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich an die Installation. In diesem Fall muss man auch darauf achten, dass man das LoRa Gateway, egal wo man es positioniert, immer so weit oben wie möglich positioniert. Ja? Am besten ist es tatsächlich, wenn es eigentlich außerhalb vom Gebäude aufgebaut wird. Das hier ist jetzt aber eine Indoor-Variante, das heißt, dieses Dragino LoRa Gateway bitte nicht im Außenbereich verwenden, da es keinen IP-Schutz hat. Wenn wir es aber im Innenbereich aufbauen, dann sollten wir schauen, dass wir immer im obersten Stockwerk sind und dann von dort aus diese ganze LoRa-Strahlung, das kann man sich hier wie einen Ball vorstellen, dann auch in alle Richtungen so weit wie möglich strahlen lassen zu können. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt
Und deswegen sind wir jetzt auch im obersten Stockwerk dieses Gebäudes, dieses Bürogebäudes, und suchen uns jetzt selbst hier in diesem obersten Stockwerk nochmal den obersten Punkt aus, wo wir auch wirklich Strom bekommen. Und deswegen positionieren wir jetzt gleich das LoRa Gateway hier oben an dieser Steckdose. Und das machen wir jetzt einmal kurz zusammen durch. So, nun installieren wir das Gateway und hierfür werde ich als allererstes das Gateway mit dem Strom verbinden. Das heißt, ich stecke den Charger an, positioniere das Gateway auf meiner Kabeltrasse und positioniere jetzt die Mobilfunkantenne mittels eines Magneten hier an der Kabeltrasse und richte die LoRa-Antenne aus, sodass sie senkrecht steht, und schon ist das LoRa Gateway installiert. Wenn wir jetzt alternativ allerdings nochmal eine größere Antenne benötigen, weil größere Antennen dementsprechend natürlich auch eine größere LoRa-Empfangsreichweite darstellen, dann haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine größere Antenne hier von unserem Outdoor Gateway, das wir auch anbieten, genau an dasselbe Indoor Gateway anzuschließen. Da müssen wir jetzt allerdings auch darauf achten, dass diese Antenne auch nicht irgendwie so dann am Ende hängt, sondern wirklich frei in der Luft steht. Na, also so wie wir es jetzt hier bei dieser Antenne auch sehen. Für unseren Test hingegen jetzt in diesem Bürogebäude verwenden wir die herkömmliche LoRa-Antenne des Indoor-Gateways und werden die große Antenne nicht verwenden. Also, wir sind jetzt ca. 3 Meter von dem LoRa-Gateway entfernt und ich habe jetzt auch schon mal mit dem Messgerät gemessen und auf dem Messgerät sehen wir, okay, wir haben hier wirklich Top-LoRa-Werte, also hier könnten wir ohne Probleme eine Falle aufstellen. Wie verwenden wir das LoRaWAN-Messgerät? Zu Beginn ist es so, dass wir auf der Unterseite des Messgeräts einen kleinen Schalter haben, den wir einmal hier umlegen und sobald er umgelegt ist, wird dieses Gerät aktiviert. Dann sehen wir als erstes auf dem Screen erstmal, dass das System noch gar nicht verbunden ist, sprich das System wird sich erst einmal mit dem LoRa-Netzwerk verbinden. Sobald dies geschehen ist, sieht man auch oben, ja, in der Leiste, so ich nenne es jetzt mal ein WLAN-Zeichen, ja, das heißt einfach nur, das LoRa-Warnsignal wurde erkannt, wurde gefunden und es wurde sich damit verbunden. Sobald die Messwerte auf der rechten Seite auftauchen, wissen wir, dass das Messgerät sich jetzt mit dem LoRa Gateway verbunden hat, ja, und dass wir jetzt auch die genaueren Werte dazu haben, also wie gut ist die Verbindung. Auf dem ersten Screen, den wir sehen, können wir jetzt erstmal noch nicht so viel, ja, ich sage jetzt mal herauslesen, weil da steht einmal der Uplink und einmal der Downlink. Da sieht man allerdings nur 3 Striche. Also man sieht recht vereinfacht, ist jetzt das LoRa-Netzwerk da oder nicht. Damit wir aber tatsächliche Aussagen treffen können, wie gut das LoRa-Netzwerk vor Ort ist, drücken wir hier nicht in der Mitte den großen Knopf, sondern leicht rechts daneben den etwas kleineren Knopf, um die Anzeige zu ändern. Und dann sehen wir auch genau diese Anzeige, okay, die wir jetzt hier sehen wollen, mit den einzelnen aufgedröselten Messwerten. Sobald wir diesen Screen sehen, ist es so, dass wir 3 relevante Messwerte bekommen, die wir uns wirklich ansehen müssen. Das sind auch nebenbei die 3 relevanten Messwerte, die verschwinden, wenn wir auf den großen Knopf drücken, um eine neue Messung zu vollziehen. Diese 3 Messwerte geben an, wie gut ist tatsächlich die LoRa-Verbindung vor Ort, wo ich jetzt mein Messgerät genau positioniert habe. Man stellt sich das jetzt mal einfach so vor. Ich möchte mit einem Freund auf einem Konzert reden. Ja? Dieser mittlere Wert unten, der RSSI-Wert, ist dann dieser Wert, wie gut kommt diese Lautstärke, wenn ich mit ihm rede, bei mir an. Also wenn mein Freund mit mir redet, was kommt davon noch bei mir an? Wenn wir jetzt eine Scheibe zwischen uns beide stellen würden, dann wird das auf jeden Fall schon mal gehemmt. Also ich würde ihn nicht so gut verstehen wie ohne Scheibe. Wenn ich jetzt 5 Scheiben dazwischen tue, dann wird es immer schwieriger für mich, ihn zu verstehen und auch wirklich zu verstehen, was er meint. Und genau das, so kann man sich das auch mit dem LoRa vorstellen. Dieser RSSI-Wert gibt sozusagen an, wie viele Wände muss ich durchdringen, wie viele Hindernisse habe ich vor mir. Ja? Und wenn wir dann bei einem Wert von minus 130 angekommen sind, ist das absolute Maximum rausgeholt. Mehr geht mit LoRa nicht. Alles darüber hinaus, also minus 131, 140, wie auch immer, würde dann mit LoRa gar nicht mehr funktionieren, weil, so kann man sich vorstellen, zu viele Widerstände, ja, zwischen meiner Kommunikationsperson sind. Jetzt gibt es noch ein zweites, diese 2 anderen Werte auf der rechten Seite. Die 2 anderen Werte geben jetzt sozusagen an, wie viele Geräusche drumherum gibt es jetzt zu der Person, mit der ich kommuniziere.
Aber wenn ich jetzt auf einem Konzert bin, dann ist es natürlich gut, wenn ich jetzt keine Scheibe zwischen uns beiden habe und das Konzert ist mittellaut, dann verstehe ich ihn gut. Dann würde das LoRa-Messgerät an der Stelle Top-Werte anzeigen, also in dem Fall ein RSSI-Wert von minus 90, sagen wir jetzt mal, und dann nochmal die zwei Werte auf der rechten Seite von 7 oder 8 dBm, ja, oder dB. Das würde bedeuten, okay, wir haben keine Scheibe zwischen uns und ein ganz leichtes Konzert neben uns, ja, wir würden uns gut verstehen. Wenn jetzt allerdings 5 Scheiben dazwischen sind, ja, dann haben wir schon mal einen schlechten RSSI-Wert von, sagen wir mal, minus 125 und genau dann müssen Sie gucken, wie schauen die Werte auf der rechten Seite aus. Weil wenn dieser RSSI-Wert so schlecht ist, dann kommt es auf die Werte auf der rechten Seite an. Die Werte auf der rechten Seite dürfen nicht unter minus 20 fallen. Sprich, wenn wir jetzt einen RSSI-Wert von minus 125 haben, dann schaue ich auf die Werte der rechten Seite. Da sehe ich jetzt einen Wert von minus 15 und minus 7. Dann würde ich sagen, die Falle kann ich hier aufstellen, das funktioniert, weil alle Geräusche drumherum nicht so laut sind, dass sie uns jetzt in dem Fall so stark stören würden, dass es hier nicht mehr funktioniert. Wenn jetzt allerdings der Wert, der RSSI-Wert bei minus 125 liegt und die zwei rechten Werte bei minus 20 und minus 22 liegen, dann auf gar keinen Fall dort eine Falle aufstellen, denn das kann wirklich Probleme geben. Wir werden jetzt, nachdem wir hier gerade eben schon festgestellt haben, dass das LoRa-Signal sehr gut ist, werden wir eine Etage weiter runtergehen und dann dort noch mal nachvollziehen, okay, ist jetzt das LoRa-Signal hier schlechter geworden? Kann man hier noch eine Falle aufstellen? Wie genau schaut es aus? Nebenbei, wir gehen hier auch gerade eben durch Brandschutztüren durch. Die werden jetzt auch wieder geschlossen. Sprich, wir haben auch wirklich realistische Gegebenheiten, wie wir das Ganze jetzt hier messen werden. So, nun gehen wir wieder durch eine Brandschutztür. Ja. Wenn ich jetzt das Messgerät hier halte und hier ausprobiere, ob das LoRa-Netzwerk gut ist, hat es zwar eine gewisse Aussage, aber die ist natürlich nicht so genau, wie wenn ich dann wirklich das Messgerät dahin stelle, wo die Falle am Ende positioniert wird. Das heißt, wenn Sie bei Kunden vor Ort sind, auch immer das Messgerät dahin stellen und da messen, wo Sie die Falle installieren möchten. Dann nehme ich das Messgerät und stelle es genau dahin, wo ich die Falle positionieren möchte. Klicke einmal auf den großen runden Knopf in der Mitte und wir sehen danach, dass wir hier auf jeden Fall eine LoRa-Falle installieren können. Das sind super LoRa-Werte, hier brauchen wir uns keine Gedanken machen. Um zu zeigen, dass das Ganze jetzt auch mit der Falle funktioniert, das müssen Sie natürlich vor Ort jetzt nicht jedes Mal an jedem einzelnen Fallenstandort testen, aber um das einmal zu zeigen, werde ich jetzt nun die Falle wie gewohnt im Plug-and-Play-Modus spannen und danach die Falle aktivieren. Die fährt jetzt erstmal hoch. Das erste Blinken bedeutet, die Falle hat gestartet. Sobald das zweite Blinken startet, heißt es, die Falle hat das LoRa-Netzwerk schon mal an sich gefunden. Und wenn es längere Pausen gibt, bedeutet das eine gewisse Kommunikation zwischen unserer Falle und dem LoRa-Gateway, das wir eine Etage über uns installiert haben. Sobald das Licht, also das Blinken ausgeht, hat sich dann die Falle vollends mit dem LoRa-Gateway verbunden. Und wir können in der App dann auch sehen, dass die Falle aktiviert wurde. Aktuell sehen wir, ich habe keine aktive Falle, das Licht ist jetzt ausgegangen. Ich aktualisiere die App und wir sehen, es ist eine Falle online gegangen. Ich klicke auf die Falle drauf und wir sehen, okay, es ist die Falle HTMP, also genau diese Falle, die wir jetzt hier auch vor uns stehen haben. Sprich, hier funktioniert es mit dem LoRa, überhaupt gar kein Problem. Die Falle kann hier positioniert werden. Und jetzt suche ich mir einen Fallenstandort raus, der auch nochmal unter einer Kommode ist, also auch ein Live-Beispiel so gesehen. Ich werde unser Feldstärken-Messgerät jetzt darunter halten und es darunter unter der Kommode messen lassen. Es bringt jetzt in diesem Fall natürlich nichts, wenn ich die Messung vor der Kommode vornehme, da das keine 100%ige Aussagekraft hat, ob das auch unter der Kommode funktioniert. Jetzt ist die Kommode natürlich ein Beispiel, das wird keinen großen Unterschied machen. Allerdings, wenn wir von Schaltschränken sprechen, wenn wir von Heizungen sprechen, wie auch immer, das kann tatsächlich das LoRa-Netzwerk auch nochmal beeinflussen. Zum Beispiel auch inhomogene Massen, die sich bewegen, wenn wir jetzt an Silos denken, an Rohre denken. Ja. Deswegen sollte man wirklich immer dort, wo man die Falle aufstellt, nachmessen, ob es auch funktioniert. Deswegen gehe ich unter die Kommode und drücke den Knopf
dann halte ich das Messgerät einfach mal ein paar Sekunden darunter, damit sich das Ganze auch mit dem LoRa verbindet und den wahren Wert für uns ausgibt. Und jetzt sehen wir auch, das sind wirklich Top-Werte. Ja, also hier könnten wir ohne Probleme unsere LoRa-Falle aufstellen. Die Falle ist ja jetzt gerade eben in unserer App online. Das Einzige, was ich jetzt versuchen werde, ist, ich werde die Falle unter die Kommode schieben, auslösen und wir werden danach in der App nachvollziehen, ob sich die Falle gemeldet hat. Ich schiebe die Falle jetzt also unter die Kommode, löse sie aus und jetzt sehen wir in der App, die Falle, die aktuell noch online ist, hat eine Auslösung gemeldet. Dementsprechend funktioniert das hier mit der Falle und dem LoRa-System. Jetzt stelle ich den LoRa-Feldstärkenmesser wieder dahin, wo ich meine Falle positionieren möchte, drücke einmal auf den großen Knopf und warte, bis das Ergebnis ausgespuckt wird. LoRa arbeitet tatsächlich bis zu einem Wert von -120, tatsächlich eigentlich sogar bis -130. Also hier sind wir in einem super Wert, wir sind noch unter -100. Das ist top. Ja, besser geht's eigentlich gar nicht. Und man muss sich jetzt nochmal vor Augen führen. Das Gateway steht im 2. Obergeschoss. Wir befinden uns hier im Keller. Wir sind hier in einem Backsteingebäude, das auch Stahlbeton verbaut hat. Also das funktioniert sehr gut. Wenn wir ein Schutzblech vor Ort beim Kunden einsetzen, dann müssen wir das Messgerät logischerweise auch unter das Schutzblech halten, um den wahren Messwert kennenzulernen. Sprich, ich halte jetzt das Messgerät unter das Schutzblech, drücke auf den Knopf, warte wieder so ungefähr 5 bis 10 Sekunden, komme daraus wieder hervor und wir sehen, selbst unter dem Schutzblech haben wir Top-LoRa-Werte. Wir können diese Falle hier ohne Probleme unter dem Schutzblech aufstellen und aktivieren. Nun hatten wir ja im Erdgeschoss unsere Falle gerade eben ausgelöst, sprich sie ist aktuell noch auf ausgelöst. Was ich jetzt wissen möchte, sendet die Falle auch unter dem Schutzblech an diesem Standort die Meldung, wenn ich sie neu spanne. Ja, deswegen werde ich jetzt die Falle einfach nur zum Beweis für euch noch einmal kurz schnell spannen, stelle sie direkt drunter und in ein paar Sekunden bekommen wir die Meldung, dass die Falle wieder online ist. Sie ist aktiv gegangen. Wir können auch gerne nochmal in die Meldungen reinschauen, wann die Falle aktiv gegangen ist. Und zwar um 15:45 Uhr und 18 Sekunden. Sprich, die Falle hat sich gerade eben unter dem Schutzblech mit unserem LoRa Gateway im 2. Stockwerk verbunden. So, nachdem wir uns jetzt schon mal innen das Ganze vorgenommen haben und ausgestattet haben, schauen wir uns jetzt mal an, wie genau das gleiche Gateway im obersten Stockwerk dieses Gebäudes, recht mittig aufgestellt, auch im Außenbereich performt. Und dafür habe ich jetzt wieder meine Falle dabei und mein LoRaWAN-Messgerät und suche mir jetzt hier eine Stelle im Außenbereich auf und werde die Falle da jetzt einmal installieren. Ich drücke auf den großen Knopf in der Mitte auf dem Messgerät. Warte jetzt, bis das Messgerät gemessen hat, wie stark das LoRa-System hier vertreten ist. Und wir sehen auch, okay, -90 dBm, super Wert. Ja, wir haben auch klasse Störwerte, also hier kann ich die Falle ohne Probleme aufstellen. Ich habe jetzt das System nochmal komplett deaktiviert, also sowohl hier deaktiviert als auch in der App ausgeschaltet, damit ich auch nochmal beweisen kann, okay, das funktioniert wirklich klasse, auch mit dem LoRa-Netzwerk da innen, dass es sich sofort hier nochmal ganz neu und frisch einrichten und anmelden lässt. So, dafür öffne ich jetzt nun den Tunnel, spanne wie gewohnt die 2 Fallen und drücke einmal auf den Power-Button. Man sieht, okay, das System geht jetzt gerade eben an. Jetzt fängt es gerade eben an, sich mit dem LoRaWAN-System zu verbinden. Also jetzt beginnt die Verbindungsphase. Und wir werden auch gleich in ein paar Sekunden sehen in der App, dass das System dann online gekommen ist. So. Wenn die LED dann komplett aus ist, bedeutet das, ist es die Rückmeldung, dass es auch schon funktioniert hat, also dass das System sich verbunden hat. Das ist jetzt genau der Fall. Das heißt, ich mache das Modul zu, mache den Tunnel zu
und positioniere ihn hier, genau da, wo ich ja vorhin mit dem Messgerät gemessen habe, dass es ein guter Aufstellort ist. Ja? Jetzt sehe ich mal kurz in der App nach, aktualisiere das Dashboard und wir sehen, eine Falle ist online gegangen und es war die Falle, die wir gerade eben eingerichtet haben. So, nun sind wir ungefähr 150 Meter vom Gateway entfernt. Wir machen jetzt hier mal gleich den nächsten Test. Ich halte mein Messgerät wieder genau dahin, wo ich die Falle positionieren möchte, drücke auf den runden großen Knopf in der Mitte und warte, bis es mir die Ergebnisse ausspuckt. So, nun sehen wir hier einen Wert von minus 101 dBm. Das ist noch okay, ja. Also unsere LoRa-Systeme arbeiten so bis minus 120 ungefähr. Die Störwerte sind top, also hier kann ich die Falle ohne Probleme aufbauen. Das verfolgen wir jetzt auch gleich nochmal mit unserer TrapLink-Falle in unserer App. Nun sehen wir, die Falle ist gerade online, ja, und wir wollen ja eine Statusänderung haben und gucken, ob die Falle das auch jetzt in der App meldet. Das heißt, ich löse einmal die Falle hier aus, warte ein paar Sekunden, aktualisiere in der App und dann sehen wir auch schon direkt, okay, wir haben einen kritischen Status. Und es ist genau diese Falle, die wir hier vor uns haben, die HT-MP2. Und hier kann ich, wie ich schon gerade eben erwähnt habe und das LoRa-Messgerät mir auch schon gesagt hat, ohne Probleme diese Falle positionieren. So, und nun probieren wir es auf der Höhe von 250 Meter. Das heißt, ich halte als erstes wieder mein Messgerät hier hin. Dann haben wir einen Wert von minus 105. Das ist wiederum ein guter Wert. Jetzt messe ich noch einmal. Also immer wenn der erste Wert schlecht ausfällt, messe ich so zwischen 3 und 5 Mal, bilde dann einen eigenen Mittelwert und schaue auch nochmal, wie sich die anderen Werte hier an der Seite verhalten. Ja? Also wenn wir jetzt bei minus 104, minus 110 oder wie auch immer bleiben, beim dritten und vierten Versuch, dann kann man hier die Falle auf jeden Fall positionieren, dann funktioniert das hier an der Stelle. Wir können es auch gleich mal an der Falle testen. Zuerst schauen wir wieder in die App. Wir haben ja gerade eben die Falle ausgelöst, das heißt, sie ist noch auf kritisch. Wir können es auch aktualisieren, also wir haben da jetzt nichts dran geändert. Ja? Ich öffne mal die Falle und spanne sie einfach mal. Ja? So. Jetzt werden wir auch gleich sehen, ob die LoRa-Übertragung gut und schnell funktioniert, so wie wir uns das wünschen und vorstellen. Aktuell blinkt das Modul noch, hat jetzt aufgehört. Das heißt, ich gehe davon aus, die Übertragung hat stattgefunden. Und siehe da, tatsächlich, unser Gerät ist wieder online. Das heißt, alles gut. Hier können wir unsere Falle aufstellen. Positionieren wir mal hier eine Falle. Einfach mal, um zu sehen, wie dieses LoRa Gateway jetzt auch performt, wenn wirklich viele große Bürogebäude dazwischen sind, also viele Wände dazwischen sind, auch Brandschutzmauern dazwischen sind. Und das Ganze werden wir jetzt hier einmal ausprobieren. Als erstes wieder messen, ja, das ist immer das allererste, wie gesagt. So, da haben wir jetzt wieder einen nicht so tollen Wert, minus 114. Ja. Ich drücke also noch einmal drauf und messe nochmal. Da es sich ja hier um Funk handelt, ist es ja immer so, dass die Messwerte immer unterschiedlich sind an bestimmten Stellen. Das werden Sie auch vom Mobilfunktelefon kennen. Minus 117 ist jetzt auch nicht so toll. Die zwei Werte, minus 1 und minus 3, sind aber auch noch okay. Also immer wenn dieser Wert schlecht ist und diese zwei Werte hier, ich sage jetzt mal, ja, also nicht unter minus 20 gehen, kann man die Falle im Regelfall hier auch noch positionieren. Das heißt, ich drücke jetzt nochmal drauf. Wenn es jetzt so bleibt, dann würde ich auch sagen, dass die Falle hier eine gute Position hat. Das Ganze werden wir natürlich auch nochmal mit unserer TrapLink-Falle dann ausprobieren. Okay, wir sehen, es ist nochmal schlechter geworden, minus 122, minus 3 und minus 6. Ich probiere es jetzt einfach mal mit der Falle aus und dann werden wir ja schon die Rückmeldung haben. Nun haben wir ja an diesem Punkt nicht die besten Messwerte erhalten. Das heißt, ich werde jetzt unser Gerät in der App einfach nochmal auf Ausstellen und dann auch tatsächlich ausschalten, damit wir diesen kompletten Join-Prozess ins LoRa-System nochmal darstellen können. Das heißt, wir können wirklich sicher gehen, dass es hier dann auch mit dem kompletten Datenaustausch funktioniert. Weil wenn ich jetzt nur die Falle auslösen würde, dann ist das eine recht kurze Nachricht, die gesendet werden muss. Ja? Und wenn das Gerät sich neu mit dem LoRa-System verbinden möchte, dann ist einfach ein höherer Datentransfer da. Deswegen
Die Fallen sind wieder gespannt. Ja? Das System habe ich gerade eben deaktiviert, auch in der App. Das heißt, es ist jetzt auch wirklich wieder auf inaktiv. Ich habe es mal kurz aktualisiert. Wir sehen, okay, ich habe 0 Geräte aktiv. Das heißt, ich drücke jetzt wieder den Power-Button an der Stelle und warte mal, was die Rückmeldung in der App sein wird und wie lange es dauern wird, dass das System sich verbindet. Kann ich ganz kurz aufstehen? Meine Knie und Füße. Gerne einfach mal auf den Boden. Nebenbei habe ich es jetzt mal gleich aktualisiert in unsere App und wir sehen auch, obwohl das System gerade eben noch geblinkt hat, ist es auch schon online angezeigt. Das heißt, auch hier können wir ohne Probleme unsere Falle aufstellen, obwohl wir jetzt wirklich sehr, sehr viele Bürogebäude dazwischen haben und sehr, sehr viele dicke Wände auch dazwischen haben. Und das zeigt schon aus, okay, wir sind jetzt hier auch noch mal ein weiteres Stück vom Zollhof weggegangen, von unserem Standort, wo das LoRa-System, also das Gateway, hängt. Sprich, ich würde jetzt schätzen, wir sind vielleicht so ungefähr 350 Meter oder 300 Meter entfernt. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Ja. Aber geht noch mehr? Das klären wir jetzt. Also hier befinden wir uns jetzt vielleicht an einem nicht ganz so üblichen Gelände, wo wir jetzt so eine Mausefalle aufstellen würden. Aber es ist doch recht interessant, hier einen Test zu machen, weil ich würde jetzt schätzen, wir sind ungefähr einen halben Kilometer, also 500 Meter von unserem Gateway, LoRa Gateway entfernt. Und ich habe hier ja, 2 so schöne Betonklötze gefunden. Und das ist eigentlich immer so eine Sache, große Entfernung und dann noch hinter einen Betonklotz, ja, direkt aufstellen, so eine Falle. Das kann immer ein bisschen schwierig werden. Ja? Deswegen probieren wir das jetzt mal hier aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier wirklich schwierig wird. Aber das prüfen wir jetzt. So, nun sehen wir hier schon wieder einen Wert, der nicht optimal ist, ja, minus 125 dBm. Hier der Störfaktor minus 10, minus 12. Also hier wird es auf jeden Fall schon mal schwierig. Deswegen drücke ich jetzt mal gleich nochmal drauf, um zu überprüfen, ob sich das vielleicht bessert. Und am Ende werde ich das dann nochmal mit unserer Falle probieren. Genau, jetzt haben wir minus 119, minus 4, minus 6. Das heißt, es ist schon mal ein kleines bisschen besser geworden. Also es scheint sich eher in die Tendenz eher Richtung nicht negativere Werte. Hier genau minus 118, minus 3, minus 5. Also ich probiere es jetzt mal hier mit der Falle aus. Das sollte gut funktionieren. Ich löse wieder aus. Wir sehen, die LED geht an. Ja. Das System sendet jetzt. Ich aktualisiere schon mal in der App. Vielleicht hat es ja schon übertragen. Und siehe da, tatsächlich, sehr schnell sogar, der kritische Status wurde übertragen. Und die Falle ist nicht mehr gespannt. Jetzt spanne ich sie einfach nochmal, um sicher zu gehen und gucke mal, ob sie auch so schnell wieder online geht, wie sie den kritischen Status angezeigt hat. Aktualisiere es nochmal in der App und siehe da, schon wieder sehr, sehr schnell funktioniert. Also Sie sehen auch hier ungefähr einen halben Kilometer von unserem LoRa Gateway entfernt, ja, funktioniert das System einwandfrei. Sehr schnell und sicher. 650 Meter bis zum Gateway, gerade eben über Google Maps gemessen. Also hier würde ich schon sagen, das ist jetzt wirklich Königsklasse. Wenn wir das hinbekommen, Chapeau. So, also wie schon gesagt, ja, und erwartet, sind die Werte natürlich jetzt sehr schlecht. Minus 131, minus 15, minus 14. Also ich wäre sehr überrascht, wenn hier unser System noch funktionieren würde. Ich probiere es jetzt allerdings nochmal aus und drücke nochmal auf den Knopf, um zu gucken, wie sich das entwickelt. Kann natürlich jetzt auch nochmal schlechter werden. Nichtsdestotrotz werde ich das auch gleich nochmal mit der Falle probieren. Ja, obwohl minus 128, minus 9, minus 11, also es wird tatsächlich besser. Ja, noch ein drittes Mal und dann probieren wir es mal wirklich mit der Falle gleich aus. So, minus 129, minus 7, minus 13. Ich würde sogar sagen, hier funktioniert es. Ja? Also, dann probieren wir es mal aus. Die Falle ist aktuell gespannt.
Ich löse sie mal aus. Und wir sehen, was in unserer App passieren wird. Einmal aktualisiert, so schnell wie vorhin, ging es jetzt nicht. Nochmal aktualisiert. Ja, also hier hat das System schon Probleme. Ja, dass es so schnell geht wie vorhin, ist nicht der Fall. Aber es meldet trotzdem. Ja, es dauert halt ungefähr, sagen wir mal 10, 15 Sekunden, dann funktioniert es. Und ganz ehrlich, hier kann man nochmal eine Falle aufstellen. Das ist jetzt natürlich super, dass es hier an der Stelle funktioniert hat. Nichtsdestotrotz sind die Werte, die uns das Messgerät gegeben hat, schon sehr, sehr schlecht. Ja, also man sagt wirklich, bis absolutes Maximum von minus 140 dBm funktioniert LoRa. Wir haben hier Werte von minus 130, minus 135 gehabt. Das heißt, hier sind wir wirklich an der Grenze. Ja? Wenn wir jetzt allerdings zum Beispiel das Gateway nochmal höher positionieren würden, dann wäre es hier auch wiederum so, dass die Werte sich verbessern würden und wir könnten dann hier eventuell doch noch eine Falle oder nochmal ein Stückchen weitergehen und nochmal weitere Fallen aufstellen. Sprich, man muss wirklich immer sich das Szenario vor Ort anschauen, man muss das Ganze, den ganzen Kunden auch projektieren und immer so ein Messgerät dabei haben, dann ist man auf der sicheren Seite.